Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Zunächst eine Bitte, abonniert meinen Telegram-Kanal, der Link ist unten angegeben. YouTube hat meine Reichweite eingeschränkt und ich möchte so schnell wie möglich dann auch weg von YouTube. Heute komme ich zu einem Thema, wieder meiner Lieblingspartei neben den Grünen, die SPD. Dieses Bollwerk gegen rechts möchte ich zerpflücken und ich habe ja schon einige Videos darüber gemacht, die nicht angreifbar sind und dieses Bollwerk gegen rechts langsam aber sicher pulverisieren. Heute zu dem sehr kontroversen Thema. Die SPD weitete die Todesstrafe aus. Mamma mia. Wie kann man sowas nur sagen? Denn im Parteiprogramm waren die Sozialdemokraten unter Reichspräsident Friedrich Ebert, SPD, gegen die Todesstrafe. Aber Friedrich Ebert billigte in den ersten Jahren der Weimarer Republik genau die Todesstrafe. Im Frühjahr 1920 wurden Revolutionäre, die sich gegen die Regierung aufgelehnt hatten, Kapp-Putsch zum Beispiel, zum Tode verurteilt. Die Beschuldigten durften keinen Verteidiger zu Rate ziehen und eine Berufung gegen das Urteil des Militärgerichts war nicht zugelassen. Möglich geworden war dies durch eine Notverordnung des Reichspräsidenten Friedrich Ebert, SPD, vom 19. März 1920, die rückwirkend galt, also sehr perfide. Nach Angaben eines kommunistischen Reichstagsabgeordneten wurden mindestens 200 Menschen im Schutz von Eberts rückwirkender Notverordnung erschossen. Pikant: Der Sozialdemokrat Ebert verweigerte die Umwandlung vieler Todesurteile in Haftstrafen. Kritiker führten dies auf seinen Größenwahn zurück. Das habe ich zitiert. Und mehrere Ortsverbände verabschiedeten sogar Resolutionen, aber Ebert blieb standfest mit seiner Todesstrafe. Der britische Historiker Richard J. Evans kommt zu dem Schluss, dass die Sozialdemokraten in den ersten Jahren der Weimarer Republik mehr als bereit waren, die Todesstrafe zur Verteidigung ihrer Position einzusetzen. Zitat Ende. Ein weiteres Beispiel soll dies verdeutlichen. Am 24. Juni 1922 erließ Reichspräsident Ebert, also SPD, die Verordnung zum Schutz der Republik. Am 18. Juli 1922 nahm der Reichstag das vom Justizminister Gustav Radbruch, ebenfalls SPD, eingebrachte Republikschutzgesetz an. Dieses weitete die Todesstrafe sogar noch aus. Richard Evans schrieb, ich zitiere, dass ausgerechnet auf Initiative der SPD ein Gesetz eingeführt wurde, das für politischen Mord die Todesstrafe festsetzte, kompromittierte generell den Standpunkt der Sozialdemokraten in der Frage der Todesstrafe. Die Sozialdemokraten brachten zu ihrer Verteidigung vor, dass es keinen Grund gebe, die Todesstrafe, solange sie existierte, nicht auch zum Schutz der Republik anzuwenden. Das Verhalten der Sozialdemokraten, insbesondere ihre Zustimmung zur Ausweitung der Todesstrafe durch Notverordnungen und die Verhängung dieser Strafe durch Sondergerichte, die mit handverlesenen Richtern besetzt wurden, bedeutete einen gefährlichen Präzedenzfall für die Zukunft, an den die Nationalsozialisten denn auch nach der Machtergreifung anknüpfen sollten. Zitat Ende. Verschwiegen wird also, die Sozialdemokraten weiteten die Todesstrafe auf politischen Mord aus. Sie schafften damit einen Fall, der für zukünftige ähnlich gelagerte Situationen richtungsweisend war und den Nationalsozialisten als Muster diente. Die Anzahl der Todesurteile unter SPD-Regierungen oder unter SPD-Regierungsbeteiligungen in der Weimarer Republik: 1919 89 Todesurteile, 10 Hinrichtungen. 1920 113 Todesurteile, 36 Hinrichtungen. 1921 149 Todesurteile, 15 Hinrichtungen. 1922 77 Todesurteile, 15 Hinrichtungen. 1923 122 Todesurteile, 23 Hinrichtungen.
Ein weiterer Umstand, der öffentlich ebenfalls nicht thematisiert wird, ist die Tatsache, dass die SPD die Todesstrafe im Jahr 1931 quasi wiederherstellte. Nachdem der Serienmörder Peter Kürten, der auch als der Vampir von Düsseldorf bekannt war, zum Tode verurteilt worden war, lehnte das Kabinett dessen Gnadengesuch ab. Wie Richard J. Evans schreibt, waren hierfür offensichtlich vor allem die sozialdemokratischen Minister verantwortlich. Da sich die SPD öffentlich aber gegen die Todesstrafe positioniert hatte, sollte die Angelegenheit so geheim wie möglich behandelt werden. Kürten wurde schließlich am 2. Juli 1931 hingerichtet. Die SPD wollte diese vollzogene Todesstrafe als Ausnahme betrachten, doch jedermann war sich über die Folgen im Klaren. Die Ausnahme sollte die Regel werden und tatsächlich gab es 1931 4 weitere Hinrichtungen, darunter 2 Enthauptungen. Evans schreibt, ich zitiere, die Hinrichtung Peter Kürtens markierte also einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte der Todesstrafe in der Weimarer Republik. Der Fall selbst war von politischen Begleittönen weiterhin frei geblieben. Die Enthüllung, dass Kürten einst dem Kampfverband der SPD, dem Reichsbanner, sowie Mitte 1920 dem Arbeiterrat einer Fabrik, in der er beschäftigt war, angehört hatte und politisch immerhin so aktiv war, dass er als Delegierter zu einem Landesparteitag der SPD nach Erfurt entsandt wurde, sorgte zwar für höhnisches Feixen bei den politischen Rechten, erblickte sie doch hierin einen schlagenden Beweis unserer Behauptungen, dass in den marxistischen Verbänden der Abhub des Untermenschentums zu finden ist. Zitat Ende. Verschwiegen ist also unter der SPD-Reichspräsidentschaft gab es viele Todesurteile und viele Hinrichtungen und die SPD hat 1931 die Todesstrafe quasi wiederhergestellt und die Nazis hatten dies als Muster vorliegen. Das wird natürlich verschwiegen von den Genossen, dem Boulevard gegen rechts. Also schaut alle meine Videos an, die ich über die SPD gemacht habe und ihr seht, dass dieses Boulevard gegen rechts überhaupt gar nicht existiert. Mehr dazu in meinem höchst umstrittenen Buch, aber in der 3. Auflage bereits. Ohne SPD wäre Hitler nicht an die Macht gekommen. Eine sehr steile These, aber ich kann das in meinem Buch alles ganz genau belegen. Es sind fast 1000 Quellen, viele Quellen aus auch SPD-Archiven, anderen Archiven. Das Buch konnte bisher nicht weggeklagt werden, weil die Quellen verifiziert sind. Ohne SPD wäre Hitler nicht an die Macht gekommen. Und hört euch heute mal Klingbeil an, das Boulevard gegen rechts. Naja, gut. Mein neues Buch heißt Deutschland muss vernichtet werden. Es ist nicht der Titel, den ich erfunden habe. Es ist ein Zitat von Kaufmann, der das Buch geschrieben hat. Germany must perish, also Deutschland muss vernichtet werden. Es geht um die Vernichtung, Vertreibung und Zersetzung des deutschen Volkes 1914 bis heute, um die Massenmorde und auch, deshalb ist Merkel auf dem Titelbild, und auch um die Grenzöffnung seit 2015, was mit unserem Land passiert ist. Dieses Buch, ihr seht es im Hintergrund noch einmal, dieses Buch ist ein Mahnmal für unsere Toten. Wir gedenken an unsere Toten. Dieses Buch ist ein Mahnmal und ein Denkmal. Ich habe es nicht für mich geschrieben. Ich habe es geschrieben für meine Großeltern, die Opfer des Krieges waren, die später diffamiert wurden und als Wehrmachtssoldaten, als Massenmörder galten und so weiter und so fort. Ich habe dieses Buch geschrieben für alle unsere Großmütter und Großeltern. Wenn ihr das Gedenken ebenfalls annehmen wollt oder ich hoffe sogar, dass eure Großeltern oder ein Teil eurer Großeltern noch lebt, ihr könnt ihnen dieses Buch geben.
Ich bin sicher, dass sie sich in den Geschichten, in den Dokumentationen, in den Zeitzeugenberichten wiederfinden werden und sagen, ja genau, das ist mir auch passiert. Und niemand hat darüber gesprochen. Ich gebe diesen Opfern auch der Massenvergewaltigungen eine Stimme. Kauft dieses Buch, solange es es noch gibt. Vielleicht wird es bald verboten. Noch einmal, abonniert meinen Telegram-Kanal bitte, empfehlt mich weiter, damit ich auch weiterhin Reichweite habe, weil ich habe eine Mission zu erfüllen. Die Mission heißt nicht Michael Grant. Die Mission heißt unsere Großmütter und unsere Großväter. Ihr könnt auch meinen kostenlosen Newsletter auf www.michaelgrant.de abonnieren. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.